Namaste. Ist Gott eine Person? Von allen spirituellen Lehren und Religionen wissen wir zwei Hauptkategorien. Diese zwei Hauptkategorien sind persönlich oder unpersönlich. Nun, zu den Unpersönlichkeitslehren gehören diejenigen, die sagen, Gott ist eine Energie, Gott ist ein Licht, Gott ist etwas Mystisches oder Gott ist das Universum, Gott ist alles. Und dann haben wir die andere Kategorie, wo Gott als eine Person beschreiben. Und dieser Kategorie gibt es jene, die sagen oder beschreiben, dass Gott ein alter Mann ist mit einem langen weißen Bart und langen weißen Haaren. Diese beiden Sachen sind grundsätzlich nicht korrekt. Von den Veden haben wir eine spezifische Beschreibung, was Gott wirklich ist. Da wird Gott als eine Person beschrieben. Diese Lehre ist eigentlich die einzige Lehre, die Sinn macht. Denn die Beschreibung von Gott ist, dass er die Ursache von allen Ursachen ist. Das bedeutet, alles kommt von ihm. Wir und alles um uns herum kommt von ihm. Er ist der Ursprung von allem. So, ich bin eine Person, ihr seid Persönlichkeiten. Wir wissen das, wir sind verschiedene Persönlichkeiten. Wir haben Persönlichkeiten in uns. Nun, wenn ich eine Person bin, muss logischerweise meine Quelle, mein Ursprung auch eine Person sein. Genau wie wenn wir ein Feuer haben und der Glut, der Funke, welcher vom Feuer kommt, muss die gleiche Qualitäten wie das Feuer haben. Wenn der Funke, welcher vom Feuer kommt, mehr Qualitäten hat, das funktioniert nicht. So, wenn ich eine Person bin, logischerweise die Quelle muss auch eine Person sein. Nun, wie diese Persönlichkeit beschrieben wird, finden wir wundervoll in den Veden. Wir lernen von den Veden, dass Gott mit 6 Opulenzen bestückt ist. Diese sind Reichtum, Macht, Ruhm, Schönheit, Weisheit und Entsagung. Wir beginnen zuoberst, das Wort Reichtum. Wenn wir eine reiche Person kennen, wir fühlen uns automatisch zu dieser Person angezogen. Jemand, der sehr viel Reichtümer hat, ist eine attraktive Person. Nun, Gott bedeutet die Person, die am meisten Reichtum besitzt. Denn alles kommt von ihm. Grundsätzlich gehört auch alles ihm. Das zweite ist Macht. Wenn jemand Macht hat, mächtig ist, das kann sehr attraktiv sein. Wir fühlen uns geborgen, wir fühlen uns beschützt bei jemandem, der Macht hat. So, wir fühlen uns angezogen zu jemandem, der Macht hat. Nun, Gott ist die Person, die am mächtigsten ist. Es ist niemand, der mächtiger ist als ihn und niemand, der gleich mächtig ist als ihm. Die mächtigste Person. Ruhm. Wenn jemand berühmt ist, das ist ein sehr, sehr attraktiver Ausdruck. Wenn wir Teenager sind, junge Persönlichkeiten, aber auch ältere Persönlichkeiten, welche einen Filmstar haben oder einen Gesangsstar. Wir haben sehr schnell in unserem Zimmer Poster und CDs und gewisse Dinge, welche wir an diese Leute hinaufschauen. So, Ruhm ist etwas sehr Attraktives. Wenn jemand berühmt ist, wir fühlen uns zu dieser Person angezogen. Nun, Gott ist die berühmteste Person. Alle haben schon von Gott gehört. Schönheit. Wenn wir eine schöne Person sehen oder etwas Schönes, einen Sonnenuntergang, wir fühlen uns automatisch sehr angezogen von dem. Wir schauen uns um. Wow, diese Person ist sehr schön. Wow, das ist eine sehr schöne Situation. Nun, Gott wird beschrieben als die schönste Person. Hat nichts mit einer alten Person zu tun,
sondern wunderschön, jugendlich, die schönste Person. Weisheit. Wenn wir eine weise Person kennen und wenn die weise Person einen Vortrag gibt, alle kommen dahin und wollen diese Person hören. Nun, Gott ist die weiseste Person. Alle Weisheiten springen von ihm. Und letzten Endes Entsagung. Und wenn ich sehr viele Besitztümer habe, ich fühle mich angehaftet zu diesen. Ich möchte diese nicht verlieren. Ich möchte diese für mich behalten. Mein Besitz. So, Gott ist in vollster Entsagung, er hat keine Anhaftung an all diese Sachen. Er ist voll und selbst befriedigt, in vollster Zufriedenheit, ohne irgendetwas zu gebrauchen, ohne irgendjemanden zu gebrauchen. Dem sagt man Entsagung. Gott ist in vollster Entsagung. So ja, Gott ist eine Persönlichkeit, und zwar ist es die wundervollste, liebste, schönste, reichste Persönlichkeit. Nun, die Unpersönlichkeitslehren haben einen großen Nachteil. Sie sind sehr schwierig zu praktizieren. Denn was wir als Persönlichkeiten wirklich brauchen, ist eine liebende Beziehung mit jemandem zu haben. Das ist, was uns erfüllt. Das ist, was uns glücklich macht. So, ich kann nicht wirklich eine liebende Beziehung mit dem Universum haben. Das ist zu groß. Und ich kann nicht ein Licht lieben. Liebe besteht zwischen zwei Personen. So, eine liebende Beziehung zu Gott, der Persönlichkeit haben, ist die einzige wirklich praktische anwendende Philosophie. Ich kann eine liebende Beziehung, ich kann das, was mich wirklich dürstet, eine liebende Beziehung haben, und zwar mit der perfektesten Person, mit der meistgeliebtesten Person. Dieser liebende Austausch wird Bhakti Yoga genannt und ist wundervoll und sehr, sehr einfach anwendbar. So ja, Gott ist eine Person. Das bedeutet nicht, dass Gott nicht Licht ist, dass Gott nicht das Universum ist. Gott ist grundsätzlich alles. Aber alles kommt von der höchsten Persönlichkeit. Alles strahlt von ihm aus. So die Ursache von allen Ursachen ist Gott als die höchste Persönlichkeit. Und sein Name ist Krishna. Es ist einer seiner Namen. Gott hat unzählige verschiedene Namen. Aber Krishna beschreibt dieses höchste Wesen als allattraktiv, als das attraktivste Lebewesen. Denn alle, die mit ihm in Kontakt kommen, unmittelbar fühlen sich angezogen von seiner Schönheit und von seiner Süße. So, Gott ist eine Persönlichkeit. Recht herzlichen Dank und Namaste. Hari